Die Zeit hat sich verändert. Rudolf Steiner im Ätherzeitalter. In diesem Kanal geht es darum, wie die Werke Rudolf Steiners im gegenwärtigen Sinne gelesen werden soll. Im letzten Video ging es darum, dass der Auftrag der Anthroposophie, der existenziell mit ihrer Identität verbunden ist, immer mehr in Vergessenheit geraten ist. Dieser Auftrag besteht darin, dass die Christuserscheinung im Ätherischen, die gegen Mitte des 20. Jahrhunderts begann, als eine wirklich reale Tatsache von uns bestätigt wird. Aber dazu brauchen wir etwas anderes als ein gewöhnliches visionäres Hellsehen. Wir brauchen dafür ein neues Ätherhellsehen, von dem Rudolf Steiner gesprochen hat. Wie ist dieses neue Ätherhellsehen zu verstehen? Mein Mann Christian und ich haben lange Jahre die Biografiearbeit ausgeübt, in der die Lebenstatsachen aus dem Gedächtnis geholt werden, um sie zu reflektieren. Gerade in dieser biografischen Arbeit sehen wir eine ganz besondere Möglichkeit, dieses neue Ätherhellsehen zu entwickeln. Ätherhellsehen, wenn es Denkhellsehen ist, ist, dass man das Wirken des Christus immer erst in der Reflexion erlebt. Nicht sofort, sondern erst, wenn man es reflektiert, also im Denken. Und zwar, ich habe auch an diese Novelle gedacht, an diese Novelle oder an diese Geschichte von Tolstoi. Die wurde ja Ende Jahrhundert geschrieben. Dieser Schuster, der eben dem auch angekündigt wird, er wird den Christus erleben oder Gott, sagt er auch dort heute. Und weil er diese Ankündigung hat, geht er anders um mit den Menschen, aber er merkt nicht, es ist, und dann merkt er erst im Nachhinein, das war er ja. Also das ist auch so eine Geschichte dort, das beginnt, die hat mich immer besonders beeindruckt, aber Denkhellsehen, das ist, wo man nicht direkt sieht. Ja, aber das ist ja, was Steiner sagt, das stimmt schon überein grundsätzlich. Ja, und deshalb ist mir gekommen ein Zeichen dafür, dass dieser ätherische Christus konkret zu wirken beginnt auf der Erde, ist eigentlich die Biografiearbeit. Das ist eine Vorbereitung dann auch, die geht dann über in die Karma-Arbeit. Also Biografiearbeit, wo man seine Erlebnisse und Taten, wo man die reflektiert. Und das Wirken des Christus darin wahrnimmt. Also anhand dieser biografischen Lebenstatsachen, dass man eben das Wirken des Christus wahrnimmt, das vorher noch nicht da war. Ja, das eigentlich da war, aber man hat es nicht wahrgenommen. Aber jetzt kann man wahrnehmen. Und jetzt kann man wahrnehmen, aber auf diesem Weg. Und das ist Denkhellsehen. Aber du meinst nicht nur Biografiearbeit, sondern überhaupt alle Dinge, erst wenn man die Dinge reflektiert und in diesen Reflektieren, wenn das Denken wie Helldenken wird, also das heißt reines Denken, oder? Dass das Denken so arbeitet, dass die Ereignisse der Biografie oder die Ereignisse der Welt eben durchsichtig wird. Ja, aber im ganz Besonderen eben in Bezug auf die Biografie. Dort, wo Karma wirkt.
Und Biografiearbeit ist immer schon in einer Art Karmaarbeit. Es geht dann weiter über das Leben hinaus. Und war jetzt merkwürdig, dass gleichzeitig fast gleichzeitig zwei neue Formulierungen für unsere Arbeit gekommen sind. Das ist das eine, dass du Biografiearbeit als Biography Ätherwerk, Ätherarbeit nennen willst und gleichzeitig jetzt diese Frage nach dem, was hat die anthroposophische Bewegung nicht erfüllt, was doch eigentlich angekündigt war als das bedeutendste Ereignis im 20. Jahrhundert und dass man trotzdem daran vorbeiging, diese Erscheinung des Christus im Ätherischen. Aber in diesen 50er Jahren ist die Biografiearbeit plötzlich aufgekommen. Und diese Biografiearbeit in der richtigen Weise zu ergreifen, also als Bedürfnis, es ist nicht nur in der Anthroposophie, dass dieses Bedürfnis da ist, dass man will sein Leben verstehen anhand von Gesetzmäßigkeiten auch, an diesen geistigen Wirksamkeiten. Man will das verstehen und das ist auch ein Zeichen dafür, die Menschen wollen diese karmische, die Christuskraft, Herr des Karma, wollen sie in ihrem Leben wahrnehmen können. Also das war ja überhaupt mein Anliegen, die ganze Jahre. Ja. Und das ist Äther-Hellsehen. Und das andere, wo man noch direkt wahrnimmt, nicht als Reflexion, sondern direkt das Geistige Vision wahrnimmt, Vision. Da sind wir ja nicht reif genug, das richtig zu deuten. Wo man da wird man gefangen davon, nicht? Da wird man nur gefangen davon. Und wir müssen über dieses Bewusstsein müssen wir hell sehen, uns erarbeiten. Und das ist Äther-Hellsehen. Das ist noch diese Zwischenstufe. Es ist auch eine Art Glaube, aber gerade in der umgekehrten Weise, wie der Glaube von der physischen Christuswirksamkeit. Das war noch der reine Glaube. Und jetzt zu dem Fortschreiten, zu dem Ätherischen, das ist auch ein Glaube, es ist geschehen, aber wir müssen es bewusstseinsmäßig an unserem Leben selber erleben können. Und diese Vorbote von dieser Arbeit war ja eben dann diese Nahtoderfahrung, nicht? Ja. Aber das ist so eine spezielle Sache, dass nicht jeder diese Möglichkeit hat, so zu erleben. Aber jetzt etwas später, nicht? Also, dass wir diese Art des neuen Äther-Hellsehens entwickeln können durch diese Methode. Und die Biografiearbeit richtig verstanden ist das Werkzeug dazu. Also die Entwicklung des neuen Äther-Hellsehens. Ja, die Biografiearbeit oder eben Biografie-Ätherarbeit. Die Biografiearbeit ist eine Ätherarbeit. Ja, das ist schon so. Das wollte ich sagen.